Потому что когда человек делает, то его я бывает, что я делаю, понимаете, Радhe. И потом это я ее мешает, понимаете? То здесь есть, который безусловно любовь есть, здесь есть, что человек сам то будет делать без своя, и обратно не будет желания ее получить, понимаете, Радhe. Wenn der Mensch handelt, wenn er etwas tut, dann denkt er oft, dass er selbst es ist, dass es sein Ich ist, was etwas tut, was etwas erreichen möchte. Aber wenn ein Mensch alles tut im Vertrauen auf die bedingungslose Liebe, dann ist dieses Tun etwas anderes. Er gibt es einfach weg, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten, ohne irgendetwas dafür bekommen zu wollen, irgendetwas zurückzuerwarten. Und das nennt man die bedingungslose Hingabe oder Liebe. Потому что когда мы обратно хотим уже получить, и свой я тоже здесь есть подключен, тогда это асакти будет, привязанность. Wenn man zum Beispiel etwas liebt und etwas abgeben möchte, im Sinne dieser Liebe, aber auch etwas zurückbekommen möchte, dann ist das eine Bindung, eine Anhaftung. Das ist Ashakti. Например, если я вам что-то хорошо вместе сейчас учил, понимаете, то я должен не думать, что я вам учил, внутри себя. Wenn ich zum Beispiel gerade eben euch eine Lehre gegeben habe, ich habe euch etwas gelehrt und ich würde denken, dass ich dafür irgendetwas zurückbekommen möchte, dann wäre das eine Anhaftung an mein Ich. Потому что это сила Бог, который просто через меня вам что-то хорошо дал. Aber es ist ja eigentlich die Kraft Gottes, die einfach durch mein Ich, durch mich selbst an euch weitergeleitet wird. Также любое действие, когда человек делает, нужно, что человек свой я не делал и обратно, когда делает, то вы мне будете что обратно давать. Это когда желание нет внутри, то это unconditional love есть. Wenn also ein Mensch etwas tut für den anderen, dann sollte er nicht so denken, dass ich von dem anderen etwas zurückbekommen möchte, weil das ja eine Gegenleistung wäre und man soll sich also nicht anbinden an das, was man für einen anderen Menschen aus Liebe tut. Радhe, Радhe. Это тоже практика есть, которая всегда нужна в жизни совершенствовать на этом, понимаете? Und auch das ist eine große Übung, eine Praxis, mit deren Hilfe man sich auf seinem Lebensweg vervollkommnen kann. Радhe. Потому что человек любое действие, когда делает, то сразу всегда параллельно думает, что я буду получить. Wenn ein Mensch etwas tut, er handelt, dann denkt er meist, was werde ich denn in dem Moment zurückbekommen? Er erwartet irgendetwas. Поэтому это тоже есть один духовный практика, которым человек совершенствовать нужно, да, Радhe. Это еще один есть здесь очень хороший момент, который я хочу вам говорить, когда это мысли будет, то очень хорошо будет получиться. Und auch das ist eine großartige geistige Praxis, eine Übung für das Leben. Und wenn der Mensch versucht, diese Übung zu üben, sich darin zu üben, dann wird er auch das bedeutet das einen großen Fortschritt für sein weiteres geistiges Leben. Это что с любой работой, когда вы делаете, то это как служение Богу, Радhe. Вы свой я там не соединяете, как слуга, не как хозяин, понимаете, Радhe. То когда как служение будете делать, как слуга Бог будете делать, то очень красивая работа будет получиться и не будете привязывать, Radhe. Wenn ihr also etwas tut, wenn ihr arbeitet und diese Arbeit, dieses Handeln so versteht, dass es wie ein Dienst ist, wie ein Gottesdienst, ein Dienst für Gott eben, dann ist es genau das, was ich meine mit dieser hingebungsvollen, bedingungslosen Liebe, weil ihr wollt nichts zurücknehmen, nichts zurückerwarten. И когда будете сам себе хозяин думать, что я это делаю, я кого-то помогаю, я что-то, тогда эго будет расти, и я будет большой, и потом все будет сложно. Wenn ihr so arbeitet und handelt, dass ihr etwas bekommen wollt, dann wird euer Ego, euer Ich immer größer werden und genau das Gegenteil wollen wir erreichen. Эго всегда нас мешает, не дает соединиться с Богом, понимаете, Радhe. Поэтому быть всегда не хозяином,
как слуга Бога, Радhe Radhe. Und das Ego stört uns auf dem Weg der Verbindung mit Gott. Ja, das Ego stört uns mit Gott zu verbinden. И когда вы дома кого-то помогаете, делаете, то тоже служение Богу. Когда любой работа вы выполняете, это служение Богу, потому что Бог внутри всех. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause eine Arbeit vollbringt oder ihr geht den Dienst tun auf eurer Arbeit, das alles ist auch ein Gottesdienst. So kann man Gottesdienst tun. Radhe Radhe. Radhe Radhe.